Mein Name ist Oliver Plöger und ich bin heute zu Gast in Essen an der Essener Grugerhalle bei Kreator und ihrer Crushers of the World Tour. Ich bin ehrlich, ursprünglich war dieser Film, den ihr gleich seht, ein Ticken anders gedacht, dazu noch später mehr. Aber ich bin mir sicher, das wird auch so ein richtig geiler Abend. Was denn? Soundcheck. Jetzt? So, ja, eigentlich 13:30 Uhr mit dem Investor verabredet, 14 Uhr. Der muss jetzt aber spontan noch Soundcheck machen. Wir folgen unauffällig. Hey. Ah, so grüßt man sich hier, ja? Haben die den Soundcheck vorgezogen, oder was? Keine Ahnung. Keine Ahnung, du machst auch nur, wie dir befohlen wird, wa? Natürlich. Jetzt kommen wir in Teufels Küche. Ey, die haben ja ordentlich was stehen, ne? Und ich weiß nicht, inwiefern man das hört, aber ich glaube, der hat so ein Quietscheschweinchen. Der haut das die ganze Zeit über die PA, so, Alter, was? So, das ist also hier dein Arbeitsplatz, ja? Bisschen verschwitzt. Ja, macht ja nichts. Das ist mein Arbeitsplatz, jawohl. Wo war der Mille? Der Mille? Ja. Da ist eine faule Socke. Das sagst du immer so, ne? Nee, ja klar. Ja, sehr. Ich kann das sagen. Ja, das glaube ich. Nee, der schont seine Stimme Ja, für das Konzert. Und dann hatte ich mir tatsächlich auch gedacht. Ja. Lässt du dir vor jeder großen Tour ein neues Kit bauen? Oder? Nee. Nee? Nee. Scout. Das haben sie für mich gebaut. Nee. Unter Mithilfe meines Drumtex? königlichen Drumtex. Ja, wie heißt er? August. Hallo August. Matthias. Hallo, guten Tag. Ja, wie denn jetzt? Der Matthias eigentlich, aber man nennt ihn August und ich nenne ihn genau August. Ja. Deswegen sage ich ja, weil er so genau ist. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? 16 Jahre. 16. Aha. 16 Jahre. 2010. Ja. Wolltest du sagen 12? Ich wollte sagen 12. Ja. Ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen eine leidet mehr? komische Geschichte, weil wir quasi zwar schon seit 2010 zusammenarbeiten, aber erst seit 8 Jahren fest. Das ist auch so geil, weil ich habe dich von vor über 30 Jahren, ich habe so Creator Anfang der 90er kennengelernt, so mit der Weenie Wall so. Ja, noch so einen kleinen Jüngelchen, ne? Und da hatte ich dich immer als Jülle abgespeichert. Wie wirst du denn häufiger genannt? Ventor, Jülle, Kommt Jülle? drauf an, wo ich bin. Ja, tatsächlich, Also, ne? Wenn ich da auf der Seite bin, bin ich der Ventor. Wenn ich hier auf der Seite bin ich der Jürgen. Ja, Wenn ich zu Hause bin ich manchmal Jürgen. ja. Wenn du Glück hast. Oder wenn ich Glück habe. Oder wenn ich Pech habe. Weil Jürgen ist, wenn ich böse war. Ah, okay. Jürgen, kommst du mal, da weißt du schon, die Kacke ist am Dampfen, wa? Ja, alles klar, geil. Wir hatten ja tatsächlich vor, eine schöne Familiengeschichte Ja. mit dir und deinem Sohn zu Ja, der erzählen. ist ja auch unterwegs. Genau, ja, ne? Der hilft ja bei Hellripper aus. Genau, Und genau. ja, ist nicht so einfach. Ja, genau. Ne? So. Nee, den Jerome hatte ich ja letztes Jahr beim Prophecy Fest kennengelernt. Ne, in der Balver Höhle. Warst du da auch schon mal? Nee, da war ich noch nicht. Ja, dann komm mal Aber ich habe Aufnahmen gesehen, das Ja. Ding habe ich auch gesehen. Ach so, von mir auch, ja? Ah, okay. Ja. Also wirklich spannend und Akustik ist auch gut. Ja. Weil du hast ja meistens schlechte Akustik mit so parallelen Wänden und so und da ist ja alles zerklüftet und so. Ja. Das war eigentlich ganz geil. Ne? wow. Genau. Und dann habe ich deinen Sohnemann da kennengelernt und der saß ja bei Ima Tarikat hinter der Bude. Ja. Und der macht halt gut, ne? Ja, der weiß, was er macht. Ja gut, ich sag mal so, wenn man mit 2 Jahren anfängt und das sozusagen mit der Muttermilch aufsorgt, dann reicht das nicht aus. Ne? Wenn man auch noch Interesse hat dafür, ne? Wenn man nicht so sagt, musst du da nie mit der Peitsche stehen oder sagen, jetzt trommel mal oder so, nie. Du musst erst mal sagen, jetzt hör mal auf zu trommeln. Ja. Das heißt, mit 2 Jahren hast du ihn schon zum ersten Mal in den Proberaum mitgenommen und dann saß er auf deinem Schoß, oder was? So ungefähr, ja. Ja. Sag mal so rein theoretisch, ne? Wenn der jetzt hier auf einer Show wäre und du würdest dir irgendwie kurz vor der Zugabe irgendwie den Knöchel verstauchen oder so, könnte der sich theoretisch, hätte der Creator-Material drauf, könnte der das? Ich denke schon, ja. Ja, ne? Ja. Und da bist du, glaube ich, dritter gehört. Die haben mit Creator den Song Krähenpalast aufgenommen hat. Und die ja auch auf der letzten Nummer bei Amstel Burn ausgeholfen hat. So schließt sich jeder Paketpreis. Holy
auf der Creator Tour irgendwie gelandet. Heute ist die 4. Show, die wir da quasi zusammen machen. Und das Feature, die Single Tränenpalast, die wir gemacht haben im Oktober, die auf dem aktuellen Album drauf ist, die performen wir zusammen gerade jeden Abend. Das ist super. Ich habe dich beim Soundcheck gesehen und Mille war ja noch nicht da. Ja. Und du hast ja beide Parts gesungen. Ja, weil Mille war heute zum ersten Mal beim Soundcheck nicht dabei. Der hat, weiß nicht, ob der noch irgendwie gegessen hat oder weiß ich auch nicht. Hey, der wohnt hier in der Nähe, also so, ne? So, Genau, ne? der hatte irgendwas halt zu tun gehabt. Und dann habe ich gedacht, naja, bevor jetzt keiner singt, und dann musste ich aber erstmal den ganzen Text raus, weil ich kann meine Parts, aber ich kann Milles Parts nicht so auswendig. Genau das habe ich nicht geschnallt. Ich dachte so, okay, die muss ihren eigenen Text, weißt du hattest ja das Handy auf der Bühne. Und dann im Nachhinein meinte Arne, der Promoter, so, ja, die hat Milles Text halt gelesen, die kennt den und ich so, fuck, Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Ja, also ich kriege den schon so ein bisschen voneinander, aber der liegt natürlich nicht so on point im Mund. Ne? Das ist was völlig anderes, einen Song mitzusingen, so im Geiste, aber das war ganz witzig. Sound übrigens sehr geil, komplett leere Halle, aber es klingt echt null verzerrt oder nervig oder so, es klingt echt richtig gut. Ich weiß ja, du arbeitest ja auch seit Jahrzehnten als Tätowierer, ne? Ja. Wie lange schon? 27 Jahre. Krass, okay. Ja, aber ich mache nicht mehr so viel in letzter Okay, Zeit. Nur ja. so ab und zu mal. Was ich mich frage, die ganzen Dämonen und so, hast du die gezeichnet? Nee. Also nee, nicht? nee, Okay. nee, Aber nee. du hast da Input dran, oder? Ja, so ein bisschen. Ja. Muss ich mich auch noch extra hinsetzen. Das auch noch. Und wurde das Bühnendesign eigens für die Show oder basiert das auf einem vorherigen Bühnendesign oder wird das immer komplett neu? Es basiert ein bisschen auf eine vorherige Bühne Ja. und dann kommen Sachen dazu, manche Sachen verschwinden, Ja. neue Sachen werden Ja. gebaut, gemacht, Ja. Ja. was so alles Ja. geht. Ja. Hast du heute Nacht zu Hause gepennt? Nee, Nee. hab ich nicht. Du bleibst im Bus, weil... Ja, dann muss ich wieder von zu Hause abhauen und wenn man auf Tour geht, einmal von zu Hause abhauen reicht. Du wirst, glaube ich, im Sommer, darf ich das sagen, du wirst nicht 50, Ich werde 60. Da kommt ja. die nächste Stufe. Ich Ne? werde 60, ja. Was ich wirklich faszinierend finde, ich habe euch ja auch dich gerade auch beim Soundcheck gesehen. Es gibt so diverse Schlagzeuger, die auch in großen alten Thrash-Metal-Bands spielen, wo du hinguckst und denkst so, ja gut, er ist nicht mehr der Jüngste. Und wenn ich dich spielen sehe, dann denke ich so, ey, da ist doch die Power und alles genau da. So will ich das auch haben. Ja, genau. Wenn das nicht mehr so ist, dann muss ich nicht mehr darauf krauchen. Dazu kommt, du hast 27 Jahre tätowiert. So, ich meine, das ist ja eigentlich der gesundheitlich alles nicht zuträglich. Wie, machst du viel Sport, hältst du dich fit? Ich mache gar keinen Sport, das ist genug Sport. Ah, okay. Also wenn wir nicht auf Tour sind und so, gehe ich 3-mal die Woche trommeln und Proberaum. Ja, Alleine, ohne Band. ja. Und schon Handy schon rein, In-Ears rein. Dann Und du spielst dann auch andere Songs mit und nach oder ja. mehr Creator-Sachen? Oder Nur auch- Creator. Nur Creator-Sachen, Creator. okay. Das habe ich früher gemacht, andere Sachen nachgespielt. Ja, okay. Man spricht dann auch immer so von Muscle Memory, ne? Das ist richtig, ja. Weil du musst die Bewegung ganz oft machen, damit das Ja, genau. automatisiert Ja, ist. richtig. Ne? Wir müssen weg! Ja. Als hätte der Drummer der Hauptband hier irgendwas zu sagen. Ne? Weißt du noch das erste Konzert, was du hier selber als Kiddie irgendwie in der Grugale gesehen hast? So? Es müsste Judas Priest gewesen sein. Auf der Screaming for Vengeance Tour. Welches Jahr sind wir da? 82. 82, Ja. okay. Ja. Und was hast du hier noch so gesehen? Alles. Kiss, Maiden, Whitesnake, Welche Main-Tour war das? Somewhere in Time. Oh, geil. Okay. Wow. Ja. Ja. Ich habe nochmal gegoogelt. Ventor heißt ja der Wind, ne? Was? Ventor heißt ja Wind. Echt? Das weißt du gar nicht. Nee. Wo denn? Wer? In welcher Sprache? Ich meine Spanisch? Ja? Also ich habe mal Google, Ventor Bedeutung. Du hast es noch nie? Nee. Ich habe mir das einfach, Seit 40 Jahren rufen wir dann ich hab mir das hinterher. einfach ausgedacht damals. So, weil es gab ja Kronos und Abaddon von Ja, Renner. genau. Der Ventor klingt gut. Hast du denn auch so einen Ventilator von unten, wenn du schon Wind heißt? Ah, da ist er. Ja? Eingebaut ins Reck. Ja? Geil. Ja. Ja. Scheiß auf 16. Becken. Immer schön. Klappt genug. Läuft der die ganze Zeit durch? Der läuft durch. Geil. Tama Star Classic. Ja, ja. Ich weiß noch, als die damals rauskam, Anfang der 90er. Oh, teuer, teuer. Ne? Ja, aber das ist ja alles Custom. Ne? Ja, Das ja. ist Geil. Auch die Resonanzfälle mit Creator-Logo drauf, ne? ja, genau. Auch geil. Ein Fan hat mir mal so ein Fell geschickt Ja. zum Unterschreiben. Ja, und du so auch. Dann habe ich gesagt, so, mach mir mal ein paar, dann schreibe ich dir das auch. Ja, ja. Geil.
Und die Becken, die sind auch schwarz, ne? Das gibt es ja auch noch nicht so lange. Früher waren die ja immer alle nur so. Das gibt es auch noch nicht so lange, das ist richtig. Ja. Und was ist das für ein Fell? Das ist ja ganz. Ach so, das sieht nur so aus, als wäre das so. Nee, okay, das ist schon Kevlar, Ach was? sozusagen. Kugelsicher und stichsicher. Ja, das brauchst du auch, ne? Ich brauch das auch, ja, sonst kann ich also jeden dritten Song in den Snare wechseln. Ja, genau. Vento hat das Phil versaut, da schießen die schon wieder auf den. Ne? Was sind eigentlich so Momente bei dir, wo du das Konzert und wo du die Atmosphäre so am meisten mitkriegst? Sind das dann tatsächlich eher die ruhigeren Parts, wo du auch mal so ein bisschen durchatmen kannst, oder wie ist das? Ja, meistens direkt am Anfang, so, wenn die ganze Wucht kommt und so. Ne? Oder dann auch die Durchatmungsparts, so, wenn man dann mal sich nicht so nur aufs Trommeln konzentrieren muss, sondern auch mal ein bisschen rausgucken kann. Ja. Ja. Und Aber da ich ja auch ohne Brille spiele, ist das für mich da draußen eher mehr so ein mehr aus Emotionen. Ja. So, liebe Leute, bevor ich es vergesse, Creator sind natürlich nicht alleine am Start in der Grugerhalle. Die haben ein richtig geiles Package sich zusammengestellt. Nails sind dabei, die machen noch oben gerade Soundcheck, ich weiß nicht, ob man es hört. Dann Exodus, natürlich absolute Thrash-Metal-Ikone aus den 80ern. Und eine meiner Lieblings-90er-Jahre Death-Metal-Grindcore-Bands, Carcass. Also wenn wir Mitte der 90er sagen sollen, ey, Alter, seitdem feier ich ja Carcass und dann sehe ich das erste Mal einen Soundcheck von denen und ich bin der Frisbee so. Wie absurd. Ich würde den Soundcheck ja gerne von der Bühne gucken, aber ich krieg Frisbee vom Kopf. So, die vor der Merchandise-Stand kommen auf einmal Creator alle an, setzen sich da vor die Creator Wall. Ich habe mich schon vorher gewundert, was das soll, ob die Autogrammstunde geben. Aber da kommen auch schon die ersten Leute rein. Und es ist noch weit vor 17:30 Uhr vom offiziellen Einlass. Ich denke mal, da wird gleich so eine Art Meet and Greet stattfinden. Karawane der Verdammten nur. Ich bin nicht im Fernsehen. Hi. Hi, grüß Rockpalast. Ja. Mein Gott, das kennen wir von früher noch. Da Gibt's war auf ich noch klein. YouTube hier. Wir machen jetzt frische junge Sachen. Ne? Ach, hör auf. Da haben wir so eine junge, aufstrebende Nachwuchskraft wie mich da verpflichtet. Okay. Du warst gerade beim Meet and Greet, ne? Ja. Was hast du unterschreiben lassen? Ja, die Rückseite von der letzten CD. Von der neuen Platte, ja. Da war ich letztes Jahr, vor 2 Jahren war ich in Düsseldorf. Ja. Zum Meet and Greet und habe das mal ausgedruckt. Habe gedacht, bring das mal mit. Wiederholter Meet and Greet Gang. Ne? Ja, finde ich eigentlich ganz cool, weil Okay. die Kombo ist einfach geil. Ja. Ne, die sind auch sehr menschlich geblieben dabei Ja, okay. und die haben auch ein Heimspiel heute hier. Ach, warte, die kommen aus Essen? Ja, echt? Das ist ja ganz was Neues. Das ist ganz ne? was Neues, ne? Erzähl's bloß keinem. Ne? Wir haben ein wunderbares Foto uns unterschreiben. Ja, da müsste der liebe Julius mal rumkommen. Der hat nämlich die Kamera, dann sieht man das auch, ja. Wo habt ihr das gemacht? Das haben wir in Essen gemacht, an der Lichtburg, bei der Filmpremiere. Danach oder davor? Davor sogar. Darf ich dich fragen, bleibt doch unter uns. Was zahlt man denn für sowas? 99 €. Ich habe schon bei vergleichbar großen Bands schon andere Summen gehört, die deutlich höher waren. Ja. Und da hat man nicht eine Tasche dazu gekriegt und Nee, so. wollte ich gerade sagen. Da kriegst du vielleicht irgendwie so einen Becher, da steht Metallica drauf, aber du bezahlst auch gleich ein paar Mille mehr. Ne? Ja, okay. Creator, erste Mal wann live gesehen? Weißt du das noch? Ja, 1990. 8.12.1990, Halle Gartlager Osnabrück. Junge! Und seitdem wahrscheinlich wie oft gesehen? Ey, keine Ahnung. 20 Mal? Ach, mehr. 30 Mal bestimmt auch schon. Manchmal in der Zeche Karl, wenn der Jülle da rumlungert oder sowas. Ne? Oder Spisi. Sei gegrüßt. Ja. Ehemaliger Bassist, ne? Ja, genau. Genau, ja. Ist einfach geil. So, Fred, congrats. This is your 7th year in Creator as a bassist. Yes. How were the 7 years? No, it's been great. It's been fun since then. Like I've known Mille for a long time. We actually met in Cologne, in Köln, at an 8-guy show, and we bumped into each other for like many years. Yeah. Just always saying hi and hanging out, Yeah. and then when it was time for me to leave Dragon Force because I wanted to do something else. Yeah. At the perfect time, it was actually my birthday. Yeah. He sent me a message just like, Whoa. would you like to help us out for like a It couple was of really shows? on your birthday? Yeah. It was on my birthday. That's a nice answer. So in the end, would you say that Mille and you were friends Yes. before you, Yeah. you came like Yeah. musicians, like Yeah. playing together? Yeah, exactly. Yeah. Yeah, we would like sit down at festivals and talk about like I would ask him about yoga or just talk about like random stuff. Yeah. And I also knew the other guys as well, not so well, but you know, always like polite and say hi. So Yeah. yeah. Nice.
Do you remember the first time playing with Creator? Yes, and the first 2 songs we played were Vinyl Revolution and Extreme Aggression. Alright. So I was like a little nervous, like for the first bam, you know, they Yeah. told me like, there's a countdown with the intro and then bam. And then I played the first song, I was just like, this is good. You know, everybody was looking at each other, so that's cool. By the time we were doing Extreme Aggression, I was just like, that's it, I'm in. And everybody, you know, it felt, So Natural, yeah. It wasn't an audition. It was really just like, okay, let's work. It wasn't an audition, it was more a foundation of your friendship. Yes. Yours and Miller. Yes, that's way more important. Yeah, exactly. So, und wer sich jetzt fragt, warum der Plöger jetzt genau hier rumsteht, es ist tatsächlich so, dass ich hier vor ziemlich genau 32 Jahren zum ersten Mal gestanden habe in meinem Leben, im Sommer 94. Und da habe ich gesehen, Philipp Bohr mit seinem Metal-Projekt Voodoo Cult, dann Obituary, damals World Demise Tour, dann Rollins Band mit Henry Rollins und als Headliner Sepultura auf der Chaos AD Tour. Mega krass, fast 32 Jahre her, ich habe gerade echt Gänsehaut. Und was noch krass ist, das Ganze lief damals unter einem Namen, nämlich WDR1 Scream Festival. Und WDR1 hatte damals für so eine Metal-Hardrock-Sendung namens Scream. Und ganz ehrlich, hätte mir damals einer gesagt, 32 Jahre später bist du ja auch von WDR und berichtest über ein Konzert von Creator, Exodus, Carcass, Nails gab es damals noch nicht. Ich hätte ihn für komplett bescheuert erklärt. Also das ist gerade für mich so ein richtig geiler Full-Circle-Moment. Macht was mit mir. So, Ruhe, halt einmal anschnallen, erste Band. Nails! Erstes Creator-Konzert wahrscheinlich nicht, oder? Wie viel ist, weißt du? 5, 6. Ja. Sodom Creator war schon mit 12, fing das an. Ne? Und dann ist irgendwann von Sodom Creator, sag ich mal, ist das so, hat auch mal der Tom Angel Rapper gesagt, Creator ist jetzt Champions League. Und ist auch so. Die geben halt einfach Gas, ne? Ja. Ist halt Knüppel aus dem Sack und eben, das ist halt geil an Creator, ne? Ja. Das neue Album ist super, mag ich, und die alten Sachen auch und von daher. Und außerdem ist es immer ein nettes Happening. Endlich sagt's mal einer. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Moin. Wie geht's dir? Muss ja. Durchhalteparolen, ne? Früh am Abend. Geil. Kennen Sie gut. Ach was, kommst du aus Essen? Ich komme aus Altenessen, mit denen aufgewachsen. Wir waren gestern auch bei Creator in den Niederlanden. Ach was. Und heute hier in Deutschland. Und einen Tag später guckt ihr die nochmal? Ja. Wir sind große Fans. Freunde der Sonne, nächster Halt, einer der Bay Area Thrash-Legenden überhaupt, Exodus. Hallo Mille. Na, wie geht's dir? Grüß dich. Hi. Du hast den Tag, warst du zu Hause, weil ihr seid seit 2 Wochen auf Tour? Und ihr seid heute in Essen? Ja, genau. Ich habe mal kurz die Post gecheckt zu Hause und so. Tatsächlich, ne? Ja. Also ich bin so ein bisschen, Heimspiele sind immer so ein bisschen speziell. Glaube ich. Weil viele Freunde kommen. Ja. Viele Freunde auch irgendwie gepampert werden wollen. Okay, ja. Da kommt schon der nächste. Ja, hallo. Spielt da vielleicht auch ein bisschen mit rein? Ihr hattet vor roundabout 2 Jahren auch ein sehr spezielles Konzertjahr geplant, im Pott halt auch. Ja, ach, du meinst dieses Clash of the Ruhrpott? Genau, in Gelsenkirchen. Das war vor einem Jahr, oder war es vor 2 Jahren? Das war 2024. Ja. Es rennt. Ich hatte extra nochmal geguckt. Ja. Ne? Da hatten wir das war halt so ein sehr großes Festival mit Freunden von uns, also die Bands, mit denen wir angefangen haben, die anderen 3 Bands, also Destruction und so, ne? Und das war ein super schöner Tag und alle haben sich gefreut und wir haben uns gefreut, die anderen Bands zu sehen und wir waren alle sehr, und die Fans sind von überall gekommen, also wirklich zum Teil auch aus Australien und sowas, muss man sich mal vorstellen. Und dann plötzlich kam aber der Regen. Kurz bevor ihr quasi dieses Oldschool-Set Ja, extra so, pass auf, wir hatten wirklich, das ist so abgefahren, wir hatten nicht nur ein Oldschool-Set geplant, wir hatten sogar die Bühne so dekoriert wie mit so alten
Parkens nennt man die, das sind so alte Lampen aus den 80er Jahren. Die haben uns extra besorgt, damit das noch diese 80er Jahre diesen Vibe hat, ja. Scheiße. Dann das. Wie scheiße kann es laufen? So, ja, ne? es war halt ein trauriger. Es war richtig Unwetter und es musste abgebrochen werden aus Sicherheitsgründen. Ne? Ja, wir hätten das nicht durchziehen können. Ja. Ich glaube, dann wären Leute in Gefahr geraten und das wollten wir auch nicht. Ihr, glaube ich, insgesamt 3-mal in der Grugehalle gespielt. Ich meine, ihr kommt aus Essen. Ich meine, Grugehalle war wahrscheinlich, ans Stadion hat ja wahrscheinlich eh keiner gedacht. Aber Grugehalle war ja wahrscheinlich immer so ein Ding so fucking unerreichbar. 2017 wart ihr zum ersten Mal hier. Das war wirklich wahrscheinlich... Ja, fucking so Meilen. Ne? Ja, genau. Also das ist immer so eine Sache. Wir haben in der Vergangenheit mit Leuten gearbeitet und das ist kein Diss unsere alten Agenturen oder Managements oder so, wo wir immer solche Sachen geträumt haben und gesagt haben, ey, wir wollen eine Attraktion in der Grugehalle spielen. Und dann wurden dann immer irgendwelche Fakten auf den Tisch gelegt. Ja, das könnt ihr nicht und dann kommen nicht genug Leute. Wir haben quasi gegen euch gearbeitet. Ja, kann man klingt so hart, aber... Ja, ist so. Also ich glaube, pass auf, ich bin wirklich der Meinung, dass du, wenn du die Sachen vorstellst, dass die dann passieren. Ich glaube, das ist so eine Energie, die du im Universum freisetzen kannst, die dann eventuell in die Realität gezerrt werden kann. Und ich glaube, das gibt's. Auf die nächste Band habe ich persönlich schon sehr, sehr lange gewartet, weil ich sie einfach noch nie live gesehen habe. So 2 meiner Lieblings-Death-Metal-Alben aus den 90er Jahren haben die gemacht, nämlich Hard Work und Spawn Song. Und das sind natürlich Carcass. Ich würde jetzt mal mutmaßen, das ist heute nicht euer erstes Creator-Konzert. Nein. Von wie viel reden wir denn? Oh, aber geschätzt, ich gucke sie seit 87, 88, also 80er Jahre, 90er Jahre, 2000er, jetzt. Ich habe es nicht gezählt. Ich habe den Schlagzeuger, der ist ein guter Freund von uns, den habe ich kennengelernt durch das Tätowieren, der tätowiert auch. Ich weiß, seit 27 Jahren, aber der macht... Ah! Alles Ventor. Geil. Inklusive der komplette Rücken, alles Ventor. Zeig mal. Oh, ja, ist ja keine Kamera dabei oder so. Ja, das sieht auf jeden Fall nach Creator aus. Guck mal, da ist die Zeche Karl drauf. Endzeit, Metal-Kneipe aus Gelsenkirchen, war ich auch früher in den 90ern. Und was haben wir hier noch? Sodom-Cover, ne? Der Soldat mit der Gasmaske. Das ist doch von der Creator, von welcher ist das? In der Mitte. Der große Dämon. Das ist von der zweiten, wie heißt sie? Coma of Souls, nee, nicht Coma of Souls, da ist das Gehirn drauf, ne? Genau. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, bin ein bisschen ineinander. Blenden wir ein. Ist alles Familie. Ich habe Jülle kennengelernt, war ich 16, 17. Das ist so witzig. Ich habe letztes Jahr auf dem Prophecy Fest seinen Sohn kennengelernt, den Jerome. Den Jerome, ja. Den kennst du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Sehr gut. Meine Fresse, ey. Da haben wir genau die richtigen Karpaten angesprochen hier. Ey, ich wünsche euch einen mega Abend. So, liebe Leute, Andi Brinks habe ich getroffen. Ehemaliger Sodom-Gitarrist in den 90er, Double Crushed Syndrome mit seiner Band, ganz umtriebig so. Wievielte Creator-Show für dich heute? 10. vielleicht. Wir waren ja auch früher schon zusammen auf Tour mit Motorhead auch und so, vor 100 Jahren circa. So 92 rum, ne? 93, genau. Ja. Da sind Sodom und Creator zusammen. Wir haben uns einen Nightliner geteilt. Wow. Heutzutage undenkbar. Aus mehreren Gründen. Und die Verbindung ist immer noch da. Ich bin mit Mille gut befreundet. Die altern halt irgendwie geil. Die haben sich irgendwie nicht verändert und trotzdem sind sie nicht stehen geblieben. Ist für mich so eine ganz eigene, gute Mischung so. Also es hilft, wenn man noch Haare hat. Ja, stimmt. Ja. Es hilft, wenn man ab und zu mal hier und da ein paar Leute in der Band austauscht, die dann 5 bis 10 Jahre jünger sind. Dann vermischt sich das so ein bisschen. Dann, der Schnitt. Genau. Und ja, die Jüngeren sehen älter aus und die Älteren sehen jünger aus. Also das nimmt man dann nicht mehr so wahr. Und der Mille, der ist ja sowieso ewig jung. Ich meine, ich glaube, Mille war es sogar, der gesagt hat, Metal ist die beste Entschuldigung für immer 17 zu sein. Was vor Legenden als Intro läuft, sind natürlich andere Legenden. Run to the Hills von Maiden. Und jetzt fucking Creator! Auf dem neuen Album gibt es einen Song, der heißt Loyal to the Grave. Ich kostümiere mich dann so ein bisschen mit so Flügeln und so. Wow, okay. Und stehe dann nur und singe und das ist geil. You are
Wenn es nach mir ging, hätten wir noch mehr Theatralik. Wir haben Dämonen, die auf die Bühne kommen, Leichen anzünden. Da wird natürlich jetzt jeden Abend irgendwie eingespielt, auch von den Bewegungen. Ne? Man kommt dann auf die Bühne gelaufen und das ist cool, macht Spaß. Jetzt spielen wir zum 3. Mal hier und jedes Mal, wenn ich jetzt hier von der Seite reinkomme, das sind immer kleiner irgendwie. Meinst du? Ich habe das Gefühl, das ist wieso? Das war doch so riesengroß mal. Ja. So, liebe Leute, das Ding ist durch hier. Das Wichtigste zuerst, 4 Bands. Klöger hat Nackenschmerzen. Grüß dich, schon Feierabend. Ich zitiere Mille, das totale Massaker, Ruhrpott-Style. Für mich persönlich stand irgendwann so ein bisschen weiter hinten in der Halle und habe halt irgendwann bei Tränenpalast die ganze Band gesehen und dachte so, Alter, mit 4 von 5 von denen hatte ich heute ein richtig gutes Gespräch und habe mich richtig willkommen gefühlt. In diesem Sinne, vielen Dank, Creator, für diesen geilen Tag. Wie ist es bei euch? Wie habt ihr das Konzert erlebt? Wie habt ihr vorherige Konzerte von Creator erlebt? So, haut's mal in die Kommentare. Freuen wir uns mega. In diesem Sinne, haut rein und abonniert den Rockpalast.